Alpha-Beta-Delta-Kaskade. Eine Geschichte des SCP-Universums, verfasst vom Autor Pesti. Du öffnest die große, schwere Metalltür, die irgendwann mal ein formidables Hindernis dargestellt haben muss. Doch heute nicht mehr. Du siehst einen Raum voller Chaos, Unordnung, wohin man blickt, zerbrochene Gegenstände, umgestürzte Regale und eine Menge verstreuter Seiten. Sie liegen auf dem Fußboden, auf den Tischen, in den Regalen, an den Wänden, an der Decke. Die Schwerkraft ist auch nicht mehr das, was sie mal war, denkst du dir. Du bist diesen Anblick gewohnt und sammelst, in der Hoffnung auf Aufklärung, die Seiten auf. Die vom Boden, die von den Tischen, die aus den Regalen, die von den Wänden in gut 3 Metern Höhe, die von der Decke in rund 4 Metern. Springen hat keine Bedeutung mehr. Das wäre in meinem alten Job echt nützlich gewesen, seufzt du in dich hinein. Du sortierst die Seiten, findest die erste und beginnst zu lesen. Warnung. Unerlaubter Zugriff auf bla bla bla. Na, das könnt ihr euch wohin stecken. Objektnummer SCP Alpha DE. Sind Ihnen die Zahlen ausgegangen? Klassifizierung Ellipsis. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-Alpha-DE muss absolut isoliert und fern von jedwedem Zugriff an einem Ort gelagert werden, welcher nur der kleinstmöglichen Gruppe an Menschen bekannt ist, erdbebensicher konstruiert ist, bei Erschütterungen mitschwingt und generell darauf ausgerichtet ist, dass sich kein Gegenstand in ihm auf irgendeine Art und Weise bewegen kann. Es sind keine Tests erlaubt. Keine direkte Nennung der Anomalie und seiner Wirkweise, seiner Funktion oder jedweder anderer Beschreibung, ob schriftlich oder mündlich, die auf die Eigenschaften von SCP-Alpha-DE Rückschlüsse zulassen. Ferner ist es untersagt, SCP-Alpha-DE mit wiederkehrenden Codenamen zu bezeichnen, da sonst ein Rückschluss auf seine Eigenschaften oder ein Zusammentragen selbiger möglich sein könnte. Es darf in keinem digitalen Archiv erwähnt werden und alle Beschreibungen und Handhabungen zu und/oder über SCP-Alpha-DE müssen handschriftlich oder mit mechanischen Hilfsmitteln verfasst werden, die keinerlei IT-Funktionalitäten besitzen. SCP-Alpha-DE darf nur in der vorliegenden Akte direkt besprochen werden. Und selbst der Hinweis auf eine nicht weiter dokumentierte, unbekannte Anomalie ohne genaue Nennung der Eigenschaften darf den Einlagerungsraum nicht verlassen. Okay, das ist schon mal interessant, flüsterst du dir selber zu. Vielleicht bin ich auf dem richtigen Weg. Beschreibung: SCP-Alpha-DE ist der Mittelpunkt der Gravitation der Erde. Der sogenannte Weltenanker besteht aus einem altertümlichen Stahl und hat die Form eines großen Ankers, ist jedoch vergleichsweise klein und wiegt nur rund 10 Kilogramm. Obwohl von diesem Objekt die grundsätzliche Gravitation des Planeten Erde ausgeht, darf dieser nicht als der geometrische Mittelpunkt verstanden werden. Der Einfluss von SCP-Alpha-DE verteilt sich ungleichmäßig in alle Richtungen und erweckt durch seine aktuelle und zukünftige Position den Anschein, als wäre der geometrische Gravitationsmittelpunkt der Kern des Planeten. Ferner bedeutet dies, dass sich der Mittelpunkt der Gravitation verändert, sollte SCP-Alpha-DE an einen anderen Ort gebracht werden. Es ist bisher unklar, ob weitere Objekte wie SCP-Alpha-DE auch auf anderen Planeten existieren, ob unsere grundsätzliche Vorstellung der Funktionsweise von Gravitation falsch ist oder ob SCP-Alpha-DE das Material beherbergt, aus dem Singularitäten in schwarzen Löchern bestehen, oder ob es selbst eine nackte Singularität in sich beheimatet. Dir schießt ein Lehrgang durch den Kopf, in dem du etwas über nackte Singularitäten gehört hast. Extremste theoretische Gebilde, die eine räumliche Singularität darstellen, ohne von einem schwarzen Loch umgeben zu sein. Größtmögliche Verzerrung der Raumzeit, bei der nicht abschätzbar ist, welche Auswirkungen sie hätte, ohne die schützende Hülle drumherum, sofern man bei einem Ereignishorizont, der selbst Licht verschluckt, von einem Schutz sprechen kann. All das lässt dich glauben, der Autor dieser Zeile wusste nicht so wirklich, wovon er redet und wollte nur mit großen Worten um sich werfen. Trotz dieser Gedanken und Widersprüche lässt dich eine Tatsache nicht los.
Denn du hast diese Redensart oder dieses Wort oder wie auch immer man das wohl nennt. Aber du kannst nicht anders, als es zu denken. Bingo! SCP-Alpha-DE darf grundsätzlich nicht bewegt werden. Weder Verschiebung, Rotation noch Neigung ist tragbar. Die Auswirkungen auf die Gravitation sind nicht komplett abschätzbar. Sollte jegliche Gravitation nur von SCP-Alpha-DE ausgehen, könnte der Planet durch die Verschiebung der Anomalie einen veränderten Tag-Nacht-Zyklus erfahren, von Überschwemmungen heimgesucht werden, sich in eine neue Umlaufbahn begeben oder womöglich komplett zerrissen werden. Sollte Gravitation auf molekularer Ebene dennoch außerhalb von SCP-Alpha-DE existieren, sind die Folgen einer Verschiebung desselben womöglich weniger dramatisch für den Planeten, jedoch nahezu unverändert für den Fortbestand des Lebens auf ihm. Welche der beiden Möglichkeiten der Wahrheit entspricht, kann bisher nur gemutmaßt werden. Es ist aber sicher, dass eine Entfernung von SCP-Alpha-DE von seinem derzeitigen Standort die Gravitation auf dem Planeten Erde grundlegend beeinflussen würde, eventuell auch auf unvorhergesehene Art und Weise. Tja, das erleben wir ja gerade, Murmelst du. aber wie haben Sie das Ding hierher verschafft? Oder irgendwohin? Wie konnten Sie es beschützen? Und woher wussten Sie von seinen Eigenschaften? Sie haben es doch nicht probeweise bewegt? Versehentlich? Waren mal Gravitationsschwankungen in den Nachrichten? Konnten Sie die ganze Welt amnesizieren? Welche auserwählten Personen wussten davon? Und wo ist das Ding jetzt? Und warum? Dir schießen unendlich viele Fragen gleichzeitig durch den Kopf. Die Akte in deinen Händen scheint ein jähes Ende genommen zu haben, ob nun freiwillig oder nicht. Fakt ist, dass es dazu nicht mehr zu lesen gibt. Aber der Stapel Papier ist noch nicht durchgearbeitet. Wenn es hier liegt, muss es bedeutsam sein. Du liest weiter. Objektnummer SCP-Beta-DI. Klassifizierung: sicher. Sicherheitsmaßnahmen: SCP-Beta-DE muss aufrecht in einem Gefäß ähnlich einem Reagenzglas aufbewahrt und vor Umstürzen gesichert werden. Ebenfalls muss das Gefäß einen sicheren Verschluss besitzen. Aufgrund der Unberechenbarkeit von SCP-Beta-DE darf es nicht für Experimente verwendet werden. Die Erforschung wird nicht fortgeführt und das Objekt soll dauerhaft an seinem derzeitigen Standort verweilen. Grundsätzlich in einem Gefäß, dessen Oberfläche der obersten Kante sehr viel kleiner ist als sein Volumen. Beschreibung: SCP-Beta-DE ist die Bezeichnung für eine opake, komplett weiße, homogene Flüssigkeit. Grundsätzlich ist lediglich die Oberfläche dieser Substanz von Interesse, da diese wie ein transdimensionales Portal funktioniert, dessen Zielsetzung völlig unbekannt ist. Aha, interdimensionale Milch. Natürlich, was sonst? Ohne festlegen zu können, wohin das Portal führt und ohne eine Möglichkeit, durch das Portal hindurch zu kommunizieren, sind weitere Erkundungen grundsätzlich ausgeschlossen, da sie nur zu Verlust von Gerät und Personal führen, jedoch keinerlei Erkenntnisse mit sich bringen. Dies zeigen diverse Erkundungen, in denen 14 Mitarbeiter diverser Klassen und rund 40.000 Euro an Gerätschaften verloren gingen, ohne nutzbare Ergebnisse vorbringen zu können. Für sich genommen und ohne äußeren Einfluss ist SCP-Beta-DE keine Gefahr, sofern es korrekt und sicher gelagert wird. Durch die schmalen Behälter, Erlenmeyer-Kolben und dergleichen wird erreicht, dass die nutzbare Oberfläche, welche als Portal fungiert, möglichst klein bleibt. Grundsätzlich ist stets nur die nach oben gerichtete Oberfläche teleportationsfähig gegenüber Gegenständen, die es berührt. Daher ist die Lagerung in einem entsprechenden Container als sicher zu betrachten. Das klingt interessant, aber erklärt immer noch nicht, was hier passiert ist. Ich muss wohl noch tiefer graben. Der Stapel Blätter hat noch kein Ende genommen. Objektnummer SCP-Gamma-DE. Klassifizierung: sicher. Provisorisch. Sicherheitsmaßnahmen: SCP-Gamma-DE ist in einem bewachten Niedrigsicherheitssektor untergebracht und darf beständig untersucht werden. Du runzelst die Stirn und hebst eine Augenbraue. Du bist ein seltenes Naturtalent, das beides gleichzeitig hinbekommt. Das war's? Denkst du dir? Das wirkt ja sehr lasch. Gerade als du es als unwichtig abtun willst,
bemerkst du beim Überfliegen ein paar interessante Eigenschaften. Beschreibung: Es ist unbekannt, was SCP-Gamma-DE wirklich ist. Diverse Experimente ergeben keine konkreten Hinweise darauf, was sich in seiner Eindämmungskammer befindet. Jeglicher Bericht von Personal, welches die Anomalie untersuchte, ist äußerst lückenhaft, widersprüchlich oder enthält keinerlei verwertbare Informationen. Die Eigenschaften von SCP-Gamma-DE scheinen darauf abzuzielen, dass jede Person, die direkt damit interagiert, augenblicklich jegliche Informationen, die sie darüber in Erfahrung gebracht hat, vergisst oder nur noch stark fragmentiert wiedergeben kann, sobald sie seine Gegenwart verlässt. Aufgrund vieler Tests, die stets ohne körperliche Schäden oder sonstige Verluste von Mitarbeitern oder Equipment erfolgt sind, konnten bisher folgende Eigenschaften extrahiert werden. Alle Eigenschaften könnten gleichzeitig sowohl wahr als auch falsch, sowie komplett, aber auch unvollständig sein. Auf dieser Basis ist SCP-Gamma-DE rund oder eckig, flach und glatt oder hat gar keine Oberfläche, kann nicht sprechen, kann antworten, kann keine Fragen stellen, ist unbeweglich oder bewegt sich unablässig, ist unsichtbar, ist durchsichtig, ist opak. Es ist durchgehend gestattet, SCP-Gamma-DE weiter zu erforschen. Jedoch werden vorerst keine außerordentlichen Geldmittel investiert, da keine direkte Gefahr oder mögliche Eindämmungsbrüche davon auszugehen scheinen. Seine Erforschung hat keine Priorität, ist aber auch nicht untersagt. Na gut, das klingt ja interessant, Denkst du dir, und bemerkst unter dem Wust an Zetteln einen, der handschriftlich verfasst wurde. Wer auch immer dies hier liest, wurde wohl auch dazu eingeteilt oder hat sich freiwillig gemeldet, SCP-Gamma-DE zu erforschen. Ich mache hier diese Notiz, damit du, wer auch immer du bist, nicht wieder von vorne anfangen musst. Um gleich eins vorwegzunehmen: Nein, du übersiehst nichts. SCP-Gamma-DE ist ein Spiegel. Oder besser gesagt, ist SCP-Gamma-DE das Vergessen, die Unsicherheit, die Verwirrung, die von SCP-Delta-DE ausgeht. Das ist der Spiegel. Auf jeden Fall scheint es aus irgendeinem Grund sehr schwer zu sein, sich an diese einfache Tatsache zu erinnern. Aber ich hoffe einfach, dass einer der nächsten Forscher daran denkt, einen Stift mitzunehmen, um hier weitere Notizen hinzuzufügen. Denn ich war gerade erst mal damit beschäftigt, klarzustellen, was ich hier überhaupt sehe und ob da noch irgendwas versteckt ist, ob es weitere Gegenstände gibt, ob hier irgendein unsichtbarer Typ steht. Und soweit ich das beurteilen kann, ist das nicht der Fall. Anbei eine kleine Skizze, wie ich den Raum vorgefunden und auch verlassen habe. Wenn alles immer noch so aussieht, hat sich höchstwahrscheinlich nichts bewegt. Es geht mir gut, ich habe keine Symptome, ich komme mir nicht verfolgt vor. Ich möchte alle weiteren Forscher bitten, diese Notiz hier in diesem Raum zu belassen. Wer weiß, was damit geschieht, wenn man es aus der Reichweite von SCP-Delta-DE bringt. Vielleicht ist selbst dieser kleine Erfolg dann zunichte gemacht. Wir müssen erst mehr darüber lernen. An dieser Stelle bemerkst du, dass die Notiz einen Bruch macht und plötzlich eine andere Handschrift verwendet wird. Durch diese kleine Vorarbeit war ich in der Lage, meine Zeit hier bei SCP-Delta.de etwas nützlicher zu gestalten, anstatt den Raum zu durchsuchen. Eins ist auf jeden Fall klar: SCP-Delta.de ist nicht einfach nur ein Spiegel, der dich Dinge vergessen lässt. Vielmehr ist der Spiegel eine Art Spiegelung, und zwar im extremsten Sinn. Anstatt einfach nur die Umgebung und alles davor zu reflektieren, habe ich das Gefühl, dass es wirklich da ist. Ich kann es nicht beschreiben, aber ein seltsames Gefühl überkommt mich, wenn ich die Oberfläche des Spiegels berühre. Denn sie ist nicht kalt oder glatt, zumindest nicht so richtig. Es fühlt sich fast so an, als würde ich einen anderen Menschen berühren. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber vielleicht haben zukünftige Forscher zufällig ein paar Gegenstände bei sich, im Laborkittel vergessen oder sonst wo, und können etwas mit der Oberfläche experimentieren. Sie erscheint fast zu perfekt. Erneut wechselt die Handschrift und die Stärke der Linienführung, scheinbar ein dicker Marker. Abseits davon entdeckst du ein paar blutige Fingerabdrücke. Das Papier wird ab diesem Punkt zunehmend unwirtlicher, ist eingerissen, zerknittert und dreckig. Naja,
noch dreckiger als alles andere auf dieser Wand, an der du stehst. Das ist kein Spiegel. Das ist eine gespiegelte Realität. Was auch immer dieser Rahmen enthält, es ist keine glatte, spiegelnde Oberfläche. Der Kollege vor mir hat das schon richtig erkannt. Man kann die Oberfläche nicht anfassen, weil sie gar nicht da ist. Wenn man die Hand an SCP-Delta-DE heranführt, tut das eine identische Entität innerhalb der anderen Realität ebenfalls und man trifft sich genau auf der Höhe des Rahmens. Man berührt buchstäblich eine fremde Hand und nicht den Spiegel. Und das scheint mit allen Gegenständen so zu funktionieren. Was auch immer man selbst in die Hand nimmt, existiert auch auf der anderen Seite. Und zwar mit genau den gleichen Eigenschaften, der gleichen Geschwindigkeit und der gleichen Kraft. Ich schreibe das hier zwar relativ selbstbewusst, aber Beweise habe ich dafür nicht. Nur das Gefühl, Haut zu berühren. Das Gefühl, mit meinem Stift einen anderen Stift zu berühren. Die Tatsache, dass ich keine Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen kann und ich sie auch nicht beschreiben kann. Für diese Umstände gibt es einfach keine andere Erklärung. Die Frage ist jetzt nur, warum ist das so? Kann man diese Welt betreten? Sind wir vielleicht im Spiegel und die anderen sind wirklich frei? Was bedeutet es, frei zu sein? Kann man sich schneller bewegen als die anderen? Ich bin persönlich nicht schnell genug, egal was ich werfe. Er wirft ebenso. Ich überlege, ob man ihn überlisten könnte. Aber überlegt er das Gleiche? Hat er meine identischen Gedanken? Und ist er überhaupt Linkshänder? Du drehst das Blatt um und entdeckst die charakteristischen Zeichen einer mechanischen Schreibmaschine. Ach, wo kommt das denn her? Nach ein paar Momenten merkst du, auf welche Art und Weise dieser Text nicht in Ordnung ist. Er ist spiegelverkehrt. Mit zunehmendem Interesse drehst du das Blatt wieder um, hältst es gegen das letzte existierende Licht in diesem Raum der zerstörten Physik und machst durch die dicken Markerstriche den getippten Text aus. Wir werden damit aufhören. Ab sofort und für immer. Wir werden den Übergang nicht länger beschützen und versuchen, euch in eurem Glauben zu lassen. Es hat ja eh nicht lange angehalten. Zumindest nicht in unserer Zeitrechnung. Ja, ihr seid anders. Und ja, ihr seid zerbrechlich. Eure Welt ist fragil, hängt an einem seidenen Faden, abhängig von absurden Gesetzen, Bestimmungen und Gegebenheiten, die eine intelligente Spezies nur zurückhält. Ob ihr intelligent seid oder nicht, steht noch zur Debatte. Ihr seid zumindest keine Affen. Das ist schon mal etwas. Aber wie auch immer man euch kategorisieren mag, ihr seid es kaum wert, weiterhin in Schutz genommen zu werden. Es erfordert zu viel Mühe, euch von Dingen abzuhalten, die ihr ohne zu ruhen dennoch versuchen werdet. Das ist nun mal eure Natur. Ihr werdet euer Bestes geben, unsere Bemühungen zu eurem Schutz zu umgehen, nur um dann katastrophal unterzugehen. Und all das nur aus ignoranter Unwissenheit. Wenn ihr wüsstet, was ihr nicht wisst, würdet ihr gar nicht versuchen, es herauszufordern. Ihr wärt glücklich in eurer eigenen Welt, so kaputt sie auch sein mag. Das steht aber nicht mehr zur Debatte. Wir sind müde und wir werden jetzt kommen. Seht dies als ersten Kontakt an. Ein Kontakt, der für immer bleibt. Ein Kontakt, der sich nimmt, was er will, wenn ihr euch querstellt. Und das werdet ihr. Verdammt, das werdet ihr. Du hörst ein Geräusch und schreckst auf. Nicht, weil das Geräusch laut war, sondern weil es ein Geräusch war, das nicht von dir stammt. Du hast seit Wochen keine Menschenseele gesehen. Genauer gesagt, kein Lebewesen. Gravitation, Schmavitation. Nichts fällt einfach so runter. Seit Wochen hörtest du kein Geräusch ohne deinen direkten Einfluss. Du weißt nicht einmal, was es für ein Geräusch war. Nicht viel lauter als ein leises Gespräch, aber es war keins. Nicht viel länger als der Bruchteil einer Sekunde. Ein Aufschlag? Ein Kratzer? Ein Anstoßen? Oder doch ein Wort? Die linke obere Ecke zieht dich an und du findest ein altmodisches Diktiergerät. Es befindet sich eine bereits zurückgespulte Kassette darin. Du drückst den Knopf. Das Band spielt ab. Du hörst zu. Du schwitzt. Wer auch immer das hört. Ja, ich weiß, altmodisch.
Aber hey, was soll ich machen? Ich stehe an der Decke und habe keinen Stift. Gott weiß, dass dieses Band auch nicht viel widerstandsfähiger ist als ein Blatt Papier. Aber ein Versuch ist es wert. Und wenn nicht, was soll's. Wenn du gerade wie ich nicht auf dem Boden stehst und Dinge in deiner Umgebung nicht so existieren, wie sie eigentlich sollten, dann ist mit diesem verfluchten Anker irgendwas passiert. Was für eine fantastische Idee, was? Den Anker in den gleichen Raum zu stellen wie ein Glas Teleportationsmilch. Die sollten nicht mehr im selben Gebäude sein, nicht mehr in der gleichen Stadt. Wenn es nach mir ging, hätte man die Milch auf den Saturn geschossen und dort eingebuddelt. Oder eine D-Klasse mal einen Schluck nehmen lassen, das wäre mal interessant gewesen. Die Sache mit dem Spiegel setzt dem Ganzen die Krone auf. Und was auch immer da rausgekommen ist, es hat keine gute Laune. Und darf ich mal kurz sagen, wie sehr mich das anpisst? Dass irgendwelche Viecher aus anderen Welten, Dimensionen oder sonst was für ein Schmuh rauskommen und uns ans Bein kacken? Und immer mit der gleichen Begründung. Ach, ihr seid ja so klein und unbedeutend und ich bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, meine Milch ist abgelaufen und jetzt zerstören wir euer Leben. Just because. Ja, vielen Dank auch. Also, wo war ich? Ich bin vielleicht etwas durcheinander mit meiner Grammatik, aber das juckt jetzt auch keinen mehr. Ah ja, der Spiegel, der Anker und die Milch. Oh Gott, klingt wie ein schlechtes Theaterstück. Irgendwas ist aus dem Spiegel gekommen. Vielleicht wir selbst, ist doch egal. Die sind da rausgekommen und haben irgendwas mit dem Anker gemacht. Keine Ahnung wie, keine Ahnung warum. Multidimensionale Wesen aus einem transrealen Spiegeluniversum. Da, macht so eine Formulierung irgendwen glücklich oder wenigstens schlauer? Glaube ich kaum. Also drauf geschissen. Wenn mich einer fragt, haben die den Anker in die Milch geschmissen, nachdem sie verschüttet wurde. Per Definition das größtmögliche Portal aus dieser Rotze. Vielleicht sind sie hinterhergehüpft, wer weiß das schon. Vielleicht wussten sie auch, wo es hinführt. Vielleicht befindet sich der Anker gerade auf dem Weg hin zu einem schwarzen Loch. Vielleicht ist er schon drin. Vielleicht ist es auch eine Taschendimension, die sich nicht an einem Punkt befindet, sondern umherwandert. Irgendwas ist passiert. Und dieses Irgendwas zerstört unsere Gravitation. Und wenn du nur wüsstest, was alles von Gravitation abhängt und wie scheiße unser Leben aussehen würde, wenn sie anders oder gar weg wäre. Was wohl die Flat Earther dazu sagen würden? Ich denke, ich brauche es nicht zu erwähnen, aber sofern du es vermeiden kannst, geh nicht raus. Unkontrolliert ins Weltall geschleudert zu werden, klingt jetzt nicht so amüsant. Und wer weiß, was der Nachthimmel über uns gerade so treibt. Drinnen bist du am sichersten. Am besten keine allzu großen Räume, keine hohen Decken, keine ewig langen Korridore und so. Aber wem erzähle ich das? Du kennst dich mit Sicherheitsprotokollen bestimmt aus, denn wenn du das hier hörst, hast du wahrscheinlich zumindest schon einmal von der Foundation gehört. Und was du auch immer von ihnen halten magst, ich glaube kaum, dass einer ihrer Freunde oder Feinde oder was auch immer es hätte verhindern können. Da hat ein Überwesen einen Groll auf uns. Was willst du da schon machen? Mein Rat wäre, such dir was Nettes zu essen, wenn möglich. Wenn nicht, such dir ein Messer oder irgendwas Scharfes. Such einen toten Wachmann und nimm dir seine Knarre. Oder find einen lebenden Wachmann und bedroh ihn. Such dir eine Ecke zum Sterben. Beende es, solange du noch die Möglichkeit dazu hast. Verhungern ist kein Vergnügen. Habe ich mal in einem Podcast gehört. Such nicht nach mir. Ich kann dir eh nicht helfen. Und falls du dennoch wissen willst, wer ich bin, fick dich. Ich werd mich nicht ficken. Das Band knackt und eine andere Stimme meldet sich zu Wort. Ich habe sie gesehen. Sie sehen ganz normal aus. Normale Menschen, nur rückwärts. Sie bewegen sich rückwärts. Sie laufen rückwärts. Sie sprechen rückwärts. Jede Aktion sieht unnatürlich aus und dennoch vertraut. Ich glaube, jetzt, wo mit dem Anker alles im Arsch ist, hat es keinen Sinn mehr zu versuchen, freundlich Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Sie scheinen ja intelligent zu sein und dennoch in ihrem Vorhaben zielstrebig. Ich habe ein paar Notizen gefunden, die auf etwas wirre Art und Weise zu beschreiben scheinen, was aktuell passiert oder was sie vorhaben. Warum, weiß keiner. Jedenfalls blieb mir eine Phrase dieser Aufzeichnung wirklich im Gedächtnis, die scheinbar ihr endgültiges Ziel beschreibt, nämlich eine vollständige Zerstörung allen Lebens. Jap, das tut weh. Und ich habe darüber nachgedacht. Eine vollständige Zerstörung ist nicht gut. Vielleicht wollen sie den Planeten sterilisieren, um sich auszubreiten. Vielleicht ist der Spiegel, dieses Portal zwischen den Welten, auch ein dauerhafter Übergang für ihre Rasse aus ihrem Universum in unseres, weil bei ihnen alles zerstört ist. Oder sie hatten einfach keinen Bock mehr, was auch immer bei ihnen lauert, zurückzuhalten. Egal was es ist,
eine vollständige Zerstörung allen Lebens ist eine ziemlich klare Aussage. Was mir aber größere Kopfschmerzen bereitet, wenn es überhaupt möglich sein sollte, ist die genaue Formulierung dieser Zeile. Die vollständige Zerstörung allen möglichen Lebens. Es geht hier also gar nicht nur um das Leben, das existiert und jetzt bei uns ist, sondern um jegliches Leben, das rein theoretisch existieren könnte. Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass das diverse Metaebenen sprengt und weit über das hinausgeht, was wir als Realität bezeichnen würden. An diesem Punkt können wir nicht nur nicht vom eigenen Überleben oder dem Überleben der Menschheit sprechen, sondern vom Überleben des Lebens selbst. Egal wie anpassungsfähig eine Spezies sein könnte, sie wird vernichtet, bevor sie überhaupt beginnt zu existieren. Und absurderweise ist das ja gar nicht alles. Der wirklich vollständige Satz lautet: die vollständige Zerstörung allen möglichen und unmöglichen Lebens. Ich weiß nicht, wer das formuliert hat oder ob diese Person auch nur ansatzweise verstanden hat, was das bedeutet. Die Zerstörung allen Lebens, welches theoretisch existieren könnte, er es aber nicht tut, ist ein Extrem, das wir eigentlich nie erleben sollten, nicht einmal theoretisieren. Aber die Zerstörung allen unmöglichen Lebens? Wenn auch nichts anderes, hatte ich in den letzten Tagen Zeit, um über diese Worte nachzudenken. Es könnte um ein Wesen gehen, welches als einzig mögliche Nährstoffquelle sein eigenes Herz verzehren muss. Es stirbt, wenn es die nötigen Nährstoffe aufnimmt, weil es damals sein lebensnotwendiges Herz zerstört, aber wenn es das nicht tut, verhungert es. Eine weitere Spinnerei könnte ein perfekt zweidimensionales Wesen sein. Wenn ein Lebewesen keine Tiefe hat, sondern nur Höhe und Breite, würde der einfachste Stoffwechsel das Wesen in zwei Hälften teilen. Oder ein Wesen, das sich selbst verdaut, weil es seine eigene Magensäure nicht verträgt. Eines, welches aus antigravitonischen Teilchen besteht und buchstäblich jegliche Masse von sich abstößt, auch sich selbst. Oder ein Organismus, der perfektes Vakuum benötigt, um zu überleben, aber sein eigenes Dasein verunreinigt das Vakuum schon zu sehr. Oder ein Lebewesen, das nur dann existiert, wenn man nicht davon weiß. Ich weiß nicht, ob diese Gedanken einen Sinn ergeben. Oder überhaupt irgendwas auf dieser Welt. Oder in diesem Universum. Ich weiß nur, dass der Zynismus meines Vorredners durchaus angebracht ist. Sichern einen denn beschützen, nicht wahr? Ich wäre eher für Verstecken, Beten, Sterben.